Hallo! Wer uns auf Instagram folgt, hat bestimmt schon mitbekommen, dass Charlie momentan einen Trichter tragen muss. Aber keine Sorge, es ist nichts Schlimmes, sie hat nur eine kleine Verletzung am Ohr. Wir möchten euch heute einige Tipps und Tricks rund um den Trichter präsentieren. Aber zuerst einmal müssen wir klären, wann brauchen Katzen eigentlich einen Trichter? Der Trichter, auch Halskrause oder Schutzkragen genannt, ist dazu da, um die Katze vom Lecken der Wunde abzuhalten. Meist bekommt man ihn nach einer OP oder einer Untersuchung einer Verletzung vom Tierarzt. Übrigens, offene Wunden, wie Charlie sie momentan hat, sollte man mit Desinfektionsspray immer sauber halten. Beim Tierarzt bekommt man ein nicht brennendes Desinfektionsspray, was sehr wichtig ist. Und lasst auf jeden Fall Luft an die Wunde, dann verheilt sie schneller. Das gilt vor allem Freigängekatzen, denn Freigang ist erstmal nicht erlaubt. Der Trichter ist im Weg und wenn sie durch Büsche und Sträucher streift, könnte sie sich strangulieren. Wenn die Katze dann nicht raus darf, fühlt man sich wieder ein wenig in die Kittenzeit zurückversetzt. Sie springt wieder auf Theken oder auf Tische, rennt wie wild durchs Haus. Kurzum, sie macht wieder mehr Blödsinn. Und das kann man verhindern, indem man ihr immer neue Spielmöglichkeiten bietet. Also immer wieder was Neues einfallen lassen. Einige DIYs zur Beschäftigung schreiben wir für euch in die Infobox. Hygiene ist bei Verletzungen sehr wichtig. Unser Tipp und Trick dabei ist, den Trichter für 10 bis 20 Minuten am Tag abzunehmen. Die Vorteile sind, dass die Katze sich selbst putzen kann und du in der Zeit den Trichter säubern kannst. Dabei ist man am besten zu zweit, denn einer muss aufpassen, dass die Katze nicht kratzt. Funktioniert das nicht, kann man mit einem feuchten Lappen Afterunfall selbst reinigen. Es gibt auch Alternativen zum Plastiktrichter. Zum Beispiel kann man den Trichter auch selber basteln. Ein super DIY dazu findet ihr in der Infobox und bei der Info oben. Eine andere Alternative zum nervigen Trichter ist ein Body, den man der Katze anziehen kann. Gerade damit Verbände und Pflaster nicht abgekratzt werden können, ist er sehr sinnvoll. Bei offenen Wunden sollte man aber davon wegbleiben, denn dann gelangt keine Luft an die Verletzung. Um es der Katze angenehmer zu machen, kann man sie ab und zu am Hals kraulen. Dort juckt es nämlich öfters mal. Ein Trichter bietet viele Vorteile, aber auch einige Nachteile. Eines der größten Vorteile ist wohl, dass die Verletzung Luft bekommt und sauber bleibt. Gerade bei Wunden im Kopfbereich ist er sehr nützlich. Die Nachteile sind, dass der Trichter das Hören erschwert und das Tasten mit den Tasthaaren verhindert. Das waren jetzt erstmal unsere Tipps und Tricks mit dem Trichter. Wenn ihr noch welche habt, dann schreibt sie doch gerne einmal in die Kommentare.